Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich zeige euch heute ein Teardown-Video von einem Acer Aspire E15 Serie Notebook, und zwar ist das genau dieses E5-553G. Wir haben hier das Notebook, wie schon erwähnt, das E5-553G. Das hat auch so ein Standardproblem, und zwar bricht da immer die Displaydeckel aus an der Scharniere. Ich zeige euch das hier auch gerade mal. Man nehme hier einfach mal den Frontrahmen schon ab. Der ist nur aufgesteckt, den kann man einfach wegnehmen. Und wie man hier jetzt auch schon sieht, ist hier alles ausgebrochen, die Verschraubungen an der Scharniere sowie auch das Bracket. Also deshalb muss hier auch das komplette Scharnier getauscht werden und der Deckel. Das haben wir hier auch schon liegen. Das sind Originalersatzteile direkt von Acer. Die bieten wir auch im Shop an, sowie auch ganz viele andere Teile für das Modell. Einfach mal reinschauen. Ja, und dann zeige ich jetzt, wie man das Gerät zerlegt. Hierfür muss man natürlich, weil das Scharnier getauscht werden muss, auch das komplette Gerät zerlegen. Ich klappe es mal vorsichtig zusammen, muss man ein bisschen aufpassen. So, machen wir unten erstmal alle Schrauben raus. Es hat hier eine Service Door. Wenn man das Service Door runternimmt, sieht man auch, hier ist so ein kleiner Schalter. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Da drückt vom Service Door die Stelle drauf. Wenn man die abnimmt, dann wird quasi der Akku abgehängt. Das macht Acer gern so. Hier darf man auch nicht vergessen, man macht es am besten gleich, die Lautsprecher abzuhängen. Die sitzen nämlich in der Bodenplatte drin. Wenn man nämlich dann alle Schrauben draußen habe, wird die komplette Bodenplatte abgenommen. Die 3 Schrauben müssen auch raus unterm Laufwerk, deshalb das Laufwerk immer auch raus mache. So, wenn man dann alle Schrauben draußen hat, kann man die Bodenplatte abnehmen. Wie man hier schon sieht, ist das Gerät in keinem so sonderlich guten Zustand. Dahinter haben wir das Problem, es geht eine Schraube nicht raus. Wahrscheinlich ist hier das Topcase gebrochen. Müssen wir mal schauen. Ja, das sieht man auch, da ist die Verschraubung am Topcase gebrochen. Theoretisch, wie man hier jetzt sieht, müssen wir eigentlich noch mehr Gehäuseteile tauschen. Aber irgendwann rechnet sich dann auch die Reparatur nicht mehr, deshalb wird hier auch nur das Nötigste gemacht. So, dann können wir den Akku ausbauen. Das ist am besten, wenn man es als erstes macht. Ja, und dann können wir entweder Scharnieres Display-Einheit schon abschrauben. Das wird dann in dem Fall reichen zum die Teile tauschen. Ich zeige euch jetzt aber gerade erst noch, wie man das Mainboard komplett ausbaut. Und zwar im Prinzip die ganze Steckverbinder abstecke. Hier ist das Tastaturkabel, Touchpad-Kabel, Displaykabel, die WLAN-Antenne, die WLAN-Karte und die
Strombuchse. Die Strombuchse ist in dem Fall auch gesteckt, sitzt hier im Gehäuse. Es bricht auch gern mal aus. So. So, dann kann man in dem Fall das Mainboard auch schon ausbauen. Das Topcase ist dann wieder ein Teil, das ist inklusive Tastatur. Das kann man nur komplett tauschen. Hier ist noch die kleine separate Platine. Das muss ich euch jetzt aber glaube ich nicht zeigen. Die Strombuchse könnte man noch einzeln tauschen. Und der Kühler natürlich, aber das sind dann auch nur die 5 Schrauben, die raus müssen. Ja, hier ist übrigens noch die M2 SSD. Die sitzt hier auf dem Board drauf, kann man aber auch einzeln tauschen. Ja. Dann gehen wir jetzt hier noch an die Scharniere. Die WLAN-Antenne nicht vergessen wegzumachen. Die laufen auch hoch ins Display. So. So, das ist dann das besagte Topcase. Jetzt drehe ich es gerade mal rum. Machen wir am Display weiter. Den Frontrahmen haben wir vorher ja schon abgenommen, der war nur aufgesteckt. Hier ist ja schon alles gebrochen. Sonst muss man es natürlich losschrauben. Schrauben wir aber zuerst mal das Display raus, dass dem nichts mehr passieren kann. Das sind die 4 Schrauben an den Brackets vom Display. In dem Fall hat das Display noch Brackets. Viele neuere Geräte ist nur noch eingeklebt in den Deckel, was die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter macht. So. Display abstecken. Dann kann man die Scharniere fertig rausschrauben, was noch davon übrig ist. So, zu guter Letzt muss man dann nur noch die Webcam ausbauen, die ist nur reingeklebt, und das Displaykabel und die WLAN-Antenne ausfädeln und in den neuen Deckel wieder einbauen und das Ganze dann wieder retour bauen, und das war's dann. So, das Gerät ist zerlegt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde man uns natürlich über ein Abo, Like oder Kommentar freuen. Die Ersatzteile könnt ihr bei uns im Shop alle bestellen, und dann wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim selber Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.